Zu Sonic Adventure habe ich bereits ein Errungenschaftsvideo produziert, aber zu Sonic Adventure 2 noch nicht. Und da im Rahmen der einen Challenge so viele Aufnahmen dazu entstanden sind, will ich die Gelegenheit direkt nutzen, das entsprechende Errungenschaftsvideo zu produzieren, um meinem Ziel wieder ein Stück näher zu kommen. Und damit willkommen zu dem Errungenschaftsvideo zu Sonic Adventure 2. Insgesamt 15 Errungenschaften umfasst dieses Spiel und um alle zu bekommen, muss man wirklich viel Zeit in das Spiel investieren. Und damit meine ich deutlich mehr als die 27 Stunden aus der Challenge. Und ich würde sagen, ohne größere Umschweife, legen wir direkt los. Zu Beginn des Spiels stehen euch die Hero und die Dark Story zur Verfügung. Für jede der beiden Stories gibt es jeweils eine Errungenschaft, sobald ihr diese abgeschlossen habt. Sobald ihr mit einer der beiden Stories angefangen und das erste Level abgeschlossen habt, bekommt ihr auch die Errungenschaft Hallo Welt, welche auch mehr als geschenkt ist. Und sobald ihr die beiden Stories abgeschlossen habt, schaltet ihr die Last Story frei. Und wie man es sich denken kann, gibt es auch eine Errungenschaft dafür, wenn man den Final Boss besiegt und damit auch diese Story abgeschlossen hat. Ich weiß, bislang war es noch sehr einfach, aber ab jetzt wird es langsam anspruchsvoller. Denn wie man es von Sonic Adventure bereits kennt, gibt es für jede Stage weitere Missionen, jedoch sind es hier insgesamt 5 anstatt 3 pro Stage. Dafür ist das Muster überall gleich. In Mission 2 müsst ihr nur 100 Ringe sammeln, in Mission 3 müsst ihr mit Hilfe der Mystic Melody, das ist ein Upgrade, was man für jeden einzelnen Charakter finden und freischalten muss, den versteckten Schau finden. Bei Mission 4 müsst ihr nur innerhalb der Zeit das Level abschließen und in Mission 5 wird die Stage nochmal etwas anspruchsvoller. Keine Sorge, die Tipps dazu kommen gleich. Bei jeder Mission bekommt ihr je nach Punktzahl oder Zeit im Falle von Mission 2 und 3 einen entsprechenden Rang. Das oberste Ziel muss es immer sein, Rang A zu bekommen. Schafft ihr es bei einer Stage bei allen Missionen den A-Rang zu bekommen, bekommt ihr die erste Missionserrungenschaft. Die zweite bekommt ihr, wenn ihr bei jeder Stage überall den A-Rang erhalten habt. Und dazu habe ich auch einige Tipps parat. Bei Mission 2 kann man die Checkpoints effektiv nutzen, um die Sache etwas zu beschleunigen, denn je nach Ringzahl, die ihr zu dem Zeitpunkt bei euch tragt, wo ihr diesen berührt habt, bekommt ihr entweder Ringe oder ein anderes Objekt. Nutzt das effektiv aus und dann sind die Missionen auch einfach abzuschließen. Bei den Stages von Nuggets und Rouge existieren nicht immer 100 Ringe, was aber kein Problem ist, da man das Level durch einen Backring resetten kann. Doch, um diesen erscheinen zu lassen, müsst ihr von irgendetwas Schaden nehmen und dann erscheint dieser an der Stelle, wo ihr immer das Level startet. Ich empfehle euch, dass ihr direkt am Anfang euch einfach mal kurz von irgendwas treffen lasst, dann das Level durchgeht und dann es resetten lässt. Aber Vorsicht, die Ringe werden zwar mit übertragen, der Schild aber nicht. In dem Spiel müsst ihr insgesamt 180 Emblems holen und wenn ihr die Mission komplett abgeschlossen habt, habt ihr zumindest schon mal die erste von den beiden Emblem-Errungenschaften geholt, wo ihr 90 davon gesammelt haben müsst. Ihr bekommt im Übrigen auch ein Emblem, wenn ihr mit einem Charakter bei jeder Stage bei allen Missionen den A-Rang erreicht habt. Sprich, wenn ihr die zweite Missionserrungenschaft erhalten habt. Doch, für die 180 Emblems müsst ihr noch weitere Dinge abschließen. Im Modus Bossangriff müsst ihr nur alle Bosse hintereinander besiegen und das innerhalb von einer Stunde, um die jeweilige Errungenschaft zu bekommen. Was auch wirklich sehr einfach ist, um ehrlich zu sein. Die nächste bekommt man, wenn man beim Kartrennen auf allen 3 Strecken gewonnen hat. Und seid bitte nicht frustriert, wenn ihr nach der ersten Runde nicht sofort Erster seid. Den ersten Platz muss man sich halt sehr hart erkämpfen. Aber es ist mehr als machbar. Und die restlichen 9 Emblems haben mit den Shows zu tun. Und jeder, der mein Challenge-Video kennt, der weiß, dass Heranzüchten dauert um ein Vielfaches länger als in Sonic Adventure. Und man hat noch mehr zu tun, als nur ein paar True Races zu gewinnen. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich erstmal auf die reinen Schauerrungenschaften erstmal eingehen. Denn es gibt insgesamt 3 zu holen. Bei der ersten müsst ihr alle Stats eines Chows auf Level 10 bringen, was auch schnell erledigt ist, aber mit Level 10 gewinnt ihr eh keine Races. Für die zweite müsst ihr mit dem Chow zum Wahrsager gehen und diesem dann einen Namen geben. Ja, mit der Chow-Maschine geht das nicht mehr wie damals in Sonic Adventure. Und zu guter Letzt müsst ihr für eine Errungenschaft einen Hero und Dark Chow aufziehen. Wenn ihr einen Chow levelt, dann ändert sich seine Farbe, je nachdem mit welchem Charakter man diesen aufzieht. Sprich, bei Sonic, Tails und Nuggets wird dieser am Ende zu einem Hero Chow und bei Shadow, Eggman und Rouge zu einem Dark Chow. Das ist sogar auch nötig, um die Hero und Dark Races freizuschalten, da man dort auch jeweils ein Emblem holen kann, um mit einem Chow alle Races zu gewinnen. Und man muss alles schaffen, um für den jeweiligen Race Mode ein Emblem zu erhalten. Muss euer Chow bei den Stats einen Wert von mindestens 1600 haben, um eine wirkliche Chance zu haben. Klar, durch die neue Möglichkeit, mit Hilfe der Stamina-Leiste den Chow kurzzeitig etwas schneller werden zu lassen, kann man auch einiges ausgleichen. Aber es ist auch viel Glück im Spiel, gerade bei den letzten 2 Strecken, wo ihr schnell mal aufgehalten werden könnt. Es gibt zwar dafür keine Errungenschaft, aber insgesamt 5 Emblems und die fressen wirklich viel Zeit. Das könnt ihr mir ruhig glauben. Beim Chow-Karate müsst ihr auch alle 4 Turniere gewinnen und da haben die Stats auch eine wichtige Bedeutung. Denn neben einem hohen Stamina, um so auch länger kämpfen zu können, benötigt ihr einen hohen One-Wert, um schneller als der Gegner zu sein, einen hohen Fly-Wert, um besser ausweichen zu können und auch einen hohen Swim-Wert, um so mehr einstecken zu können. Und ich muss sicher nicht erwähnen, dass der Power-Wert ebenso wichtig ist. Klar, nicht jeder Chow wird unter anderem einen hohen Power-Wert am Ende haben, hatte meiner ja auch nicht. Deshalb ist auch wieder viel Glück gefordert, um am Ende
da auch alle Gegner zu besiegen. Schafft ihr das, bekommt ihr die Errungenschaft Karatemeister und auch 4 Emblems. Damit fehlt nur noch eine Errungenschaft, welche auch echt fies ist, wenn man nicht weiß, was damit gemeint ist. Für die Errungenschaft Level 4 müsst ihr tatsächlich im Zweispieler-Modus jeweils ein normales Level, ein Kampflevel und ein Schatzsucher-Level auf Level 4 beenden. Egal wer das Ding gewinnt. Und ja, man braucht dafür einen zweiten Controller. Bei Steam müsst ihr aber schauen, weil dort ist die Errungenschaft etwas verbuggt und schaltet sich manchmal auch nicht frei, selbst wenn ihr die Bedingungen erfüllt. Und damit sind wir mit allen Errungenschaften durch. Ja, es sind nicht viele, aber der Aufwand dahinter ist schon sehr enorm. Vor allem im Vergleich zu Sonic Adventure. Aber was ist eure Meinung zu den Errungenschaften? Und hattet ihr vor meinem Video gewusst, was es mit der letzten Errungenschaft auf sich hatte? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao. Please believe, show